Da draußen steht er nun, unser neuer Tesla. Nach nicht mal 12 Tagen zwischen Kauf und Auslieferung fahren wir nun bereits mit ihm durch die Gegend. Bevor ich demnächst unsere ersten Eindrücke präsentiere, geht es heute um ein anderes wesentliches Thema. Tesla, YouTube und die Influencer, die uns allerlei Zubehör ans Herz legen und manchmal auch aufschwatzen. Und jede Menge Tipps geben, die manchmal Gold wert sind, aber manchmal auch ziemlich ratlos zurücklassen. Das alles heute bei Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis. Im Dschungel des Tesla-Zubehörs. Willkommen! Monatelang Kataloge wälzen, Sonderausstattungspakete gegeneinander abwägen und stundenlang im Online-Konfigurator rumspielen, um dann am Ende festzustellen, dass man Lichtpaket A nicht mit Spiegelpaket B kombinieren kann, wenn man nicht auch das große Navi-System bestellt hat. Kommt dir das bekannt vor? So funktioniert das häufig bei der Bestellung eines normalen Autos. Bei Tesla läuft das komplett anders. Der Wagen kommt in technischer Hinsicht weitgehend voll ausgestattet daher, egal welche Variante man bestellt hat. Allerdings mangelt es hier und da ein wenig am richtigen Zubehör. Und da kommt dann das Internet samt YouTube und etliche Influencer ins Spiel. Bei ihnen erfährt man eine Menge über Tesla an sich und das Fahrzeugsortiment. Das Spektrum des Infoangebots ist riesig. Da gibt es hochprofessionelle Fahrzeugtester, gleich neben Experten für Ladetechnik und Dokumentarfilmern, die mit ihrem Tesla die Welt erkunden. Und wer sich für den Aktienkurs von Tesla interessiert, der konsumiert die Breaking News Dienste, die minutengenau im Blickfeld haben, ob Elon Musk mal wieder etwas rausgehauen hat. Die Präsentation von Zubehör erfreut sich ganz besonderer Beliebtheit. Präsentiert werden viele kleinere und größere Gadgets, importiert aus China oder auch nachhaltig in Deutschland produziert, um einen Tesla noch schöner oder imposanter erscheinen zu lassen. Crazy Stuff, und man weiß nie so recht, ob man sich bei all den Tesla-YouTube-Videos einfach nur informiert oder bereits in die Tuning-Szene abgedriftet ist. Die in der Influencer-Bubble produzierte Botschaft ist fast immer die gleiche. Da heißt es dann häufig dem Sinn nach: Dein Tesla ist zwar super, aber bei Auslieferung fast nackt. Daher braucht er dringend ein Ausstattungsupgrade per Zubehör. Und damit du nicht lange suchen musst, nenne ich dir die 10 wichtigsten Zubehörteile, die du dir am besten gleich noch vor Wagenübergabe zulegst. Und damit das noch einfacher für dich funktioniert, verlinke ich dir genau diese Produkte in der Beschreibung dieses Videos. Und obendrauf packe ich auch noch einen Gutscheincode, den du in Shop XY einlösen kannst. Erhalte 5% Rabatt. Halleluja! Aber eins, lass dir gesagt sein, meine Empfehlungen sind natürlich völlig unabhängig entstanden. Hand auf die Bibel, ich schwöre es. Ich weiß, ein wenig übertrieben, aber Ale-Dieter und Bananenfred vom Hamburger Fischmarkt lassen hier und da ein wenig grüßen. So, und nun komme auch ich noch daher und erzähle dir etwas über die Top-Zubehörartikel und wie das Leben mit einem Tesla kaum noch Sinn ergibt. Ja klar, denn solange nicht jeder zu allem etwas gesagt hat, bleibt immer noch genug Raum für Improvement. Damit ihr mich nicht falsch versteht, die besagten Hardcore-Tech-Videos und Zubehör-Tuning-Tipps der Kollegen mag ich sehr. Ich schaue sie mir fast alle an, auch wenn ich meist nur die Hälfte davon verstehe und vieles für mich keine Relevanz hat. Nein, das alles hat seine Berechtigung und ich danke den Creator-Kollegen, die sich fortlaufend mit Ladekurven, Spaltmaßen und Fußmatten beschäftigen. Dafür mein Respekt, ich sehe euch. Allein mein Ding ist das nicht so sehr. Daher heute zum ersten und vielleicht auch einzigen Mal Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis und die wichtigsten Tuning-Gadgets für Tesla-Dummies. Wie auch ich so einer bin. Bitte nicht auf den Schlips getreten fühlen. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Gott, das muss ich wohl immer wieder dazu sagen. Sonst glaubt wieder einer, ich würde unseren Tesla mit den Gesichtern meiner Frau und der Kinder folieren lassen. Ist natürlich Blödsinn. Tesla wird natürlich mit Elon Musk und meinem Konterfei verschönert. Was denn auch sonst? Oh no! So, nun wird's aber wirklich ernst. Und daher gleich mal Klartext. Die Profi-YouTube-Tesla-Gadget-Schauer unter euch werden die gleich folgenden Tuning- und Gadget-Tipps wohl alle schon kennen. Ich will mir auch gar nicht anmaßen, den noch heißeren Kram für euch ausgegraben zu haben. Daher auch kein Unboxing oder Gutscheincodes von mir. Gott bewahre. Aber ich mag euch erzählen, welche Überlegungen mir beim Kauf des einen oder anderen Zubehörteils durch den Kopf gegangen sind und wie meine Frau und ich diskutiert haben, welche Teile sinnlos, nice to have oder auch must-haves sind. Davon gibt es so einige und manchmal steckt der Teufel im Detail. Was ähnlich ausschaut, ist nicht immer das Gleiche. Arbeiten wir uns Stück für Stück durch den Dschungel der Tesla-Gadgets. Insgesamt haben wir uns Zubehör im Wert von einigen 100 € zugelegt. Das erste, günstigste und aus meiner Sicht zugleich wichtigste Gadget ist ein Lüftungsgitter. Ja, ein Lüftungsgitter, denn unter den Vordersitzen hat der Tesla Lüftungsschlitze. Diese stehen allerdings offen wie ein Scheunentor. Warum auch immer. Ein Lüftungsgitter bzw. eine Abdeckung mit Löchern sucht man vergeblich. Fehlanzeige, auch wenn das eigentlich nur ein Cent-Artikel ist. Aber braucht man so etwas wirklich? Nun, zumindest wenn man kleine Kinder hat, denn die lassen gern mal Keksreste oder Legosteine in den Fußraum fallen. Und wenn man Pech hat, rutschen diese in das Loch und können nur mit großer Mühe wieder entfernt werden. Im schlimmsten Fall klackern diese Teile bis in alle Ewigkeit durch die Gegend. Ein Wahnsinn.
hin. Da habe ich mir diese kleinen Aufsätze zugelegt. Kostenpunkt 15 Euro. Knackig. Aber was soll's. Muss sein. Wichtig, der Aufsatz passt nicht immer und für jedes Modell. So habe ich an anderer Stelle vernommen, dass die Lüftungsschlitze beim Deutschland produzierten Model Y anders ausfallen als bei denen aus China. Das heißt wiederum, dass der in China produzierte Plastikaufsatz eben nur bei den Tesla-Modellen aus China passt, aber eben nicht bei denen aus Grünheide. Yes, that's complicated. Kurz gesagt, aufpassen beim Gadget-Shopping und nicht alles als gegeben betrachten. Ja, richtig. Fußmatten. Das #1 Must-Have-Gadget für jeden neuen Tesla. Zumindest suggeriert das die Tesla-Influencer-Bubble. Danach sind die mitgelieferten Tesla-Matten aus Velour großer Käse. Am besten sollte man sie gleich bei Wagenübergabe noch auf dem Hof von Tesla entsorgen. Könnte man zumindest meinen, wenn man mancher Empfehlung vertraut. An dieser Stelle muss ich etwas gestehen. In meinem gesamten Leben habe ich mir noch nie größere Gedanken über den Austausch von Fußmatten bzw. brandneuer Fußmatten gemacht. Bei meinem letzten BMW hatten wir, wie beim Tesla, ebenfalls Matten aus Velour bzw. Stoff. Und? Hat mich irgendetwas daran gestört? Nö. Aber ich bin ja lernfähig und habe mir daher die Argumentation der Velour-Hasser angehört. Ja, es stimmt. Man kriegt die Dinger nie so richtig sauber. Und im Winter bleibt sowieso alles in den Poren der Fasern hängen. Nass und dreckig. Bäh, richtig eklig. No. Ich gebe zu, ich war da in der Vergangenheit wohl ein wenig naiv. Habe den Schmodder einfach trocknen lassen und die Dinger nach der Autowäsche bei Mr. Wash einfach durch diese Reinigungsmaschinen gezogen. Ein paar Mal rein und raus und fertig. Ihr wisst schon, oder? Sofort ein Zwischenruf am Rande, bevor meine Kommentarleiste morgen völlig austickt. Den Tesla in einer Waschstraße zu reinigen, wie eben bei Mr. Wash, ist in der Tesla-Fanboy-Szene komplett verpönt. Denn das schadet dem Tesla-Lack. Heißt es dort zumindest. Selbstverständlich wäscht man nur per Hand. Aber dazu an anderer Stelle nochmal mehr. Also zurück zu den Fußmatten. Die alten Velour-Dinger habe ich stets bei Mr. Wash durch die Maschine gezogen. Und eigentlich bin ich damit bis heute sehr gut gefahren. Und selbst meine Frau in Sachen Sauberkeit, durchaus penibel, hatte sich über den Zustand unseres Autos bisher nie beklagt. Niemals wären wir auf den Gedanken gekommen, die Matten auszutauschen. Und vor allem nicht gegen Gummimatten oder wie meine Frau meinte, diese grässlich stinkenden Dinger, die eine schöne Limousine in ein gruseliges Baustellenfahrzeug verwandeln. Die kommen nicht ins Haus. Bums, das hatte gesessen. Da war er wieder. Der WAF, der Women Acceptance Faktor, der Akzeptanzfaktor der Partnerin hinsichtlich jeglicher Neuanschaffung. Madame schweigt in solchen Fällen meist lange, aber wenn sie dann mal ein Urteil gefällt hat, kriegt man dieses kaum noch aus der Welt. Willst du den Kauf trotzdem noch durchziehen, braucht es enorm gute Argumente. Oder du wirst es bereuen. Vertraut mir, ich bin ein alter Mann und weiß, wovon ich spreche. Ich selbst hatte zwischenzeitlich dann doch etwas dazugelernt. Die in der Szene präferierten Matten sind nämlich im eigentlichen Sinn gar keine Gummimatten, sondern häufig aus PP mit TPO oder auch TPE-Beschichtung gefertigt. Was auch immer das im Detail heißen mag. Ist halt so ein Kunststoffzeug. Feststellt, diese vermeintlichen Gummi-Allwettermatten neuerer Bauart, die man so leicht reinigen kann, stinken so gut wie gar nicht. Und optisch erscheinen sie eher wie Designerstücke. Allein meine Frau wollte davon nichts wissen. Ein kurzer Blick auf die Website der einschlägigen Tesla-Shops reichte ihr bereits aus. Und sie winkte ab. Denn Gummimatten, wie dort weitläufig zu lesen ist, kommen ihr, wie gesagt, nicht ins Haus bzw. ins Auto. Ich will einen angenehmen Teppich, auf dem ich meine Füße abstellen kann. Auch barfuß. Okay, klare Ansage. Eigentlich kein Raum für Bewegung bei der Produktwahl. Ich hingegen erkannte von Tag zu Tag mehr den Nutzen dieser Kunststoffaufleger. Denn natürlich stattet man nicht nur alle Fußbereiche mit diesen Unterlagen aus, sondern selbstverständlich auch die 3 Kofferräume. Vor meinem geistigen Auge sah ich uns bereits im Winterurlaub beim Rodeln. Den schmutzigen Schlitten würde ich einfach hinten reinwerfen. Die Kinder würden mit dreckigen Schuhen einsteigen. Aber mich würde das alles nicht mehr groß kratzen. Für mich war das überzeugend. Meine Frau war dagegen weiterhin skeptisch. Vor allem, als sie hörte, dass die stinkenden Gummimatten über 250 € kosten sollen. Ich also nochmal erklärt, dass das keine Gummimatten, sondern TPO, TPO oder sonst wie beschichtete Superkunststoffmatten sind, die in 3 Herrgottsnamen nicht stinken. Und der Preis ist ja auch eher relativ zu sehen, da das von mir ausgesuchte Set im Gegensatz zu vielen anderen im Onlinehandel aus 6 Teilen besteht und es sogar einen 50 € Preisnachlass gibt. Irgendwann hatte sie genug. Das ist immer so bei uns. Dann mach halt. Wir schauen hinterher, sagte sie zu mir. Wobei dieses Hinterher bei meiner Frau durchaus gefährlich sein kann. Sofern ich nicht klar unter Beweis stelle, dass meine Entscheidung goldrichtig war. Ist das nicht der Fall, kann ich mir das noch über Jahre anhören. Aber kürzen wir die Sache ab. Die Matten kamen in einem großen Karton. Meine Frau schaute sie sich an und befand, dass sie ja gar nicht mal so gummiartig ausschauen. Nicht so schön wie die Velour-Matten, aber ganz okay. Wow, okay. Mir war es tatsächlich gelungen, das Bild vom Baustellenfahrzeug zu tilgen. Ihr Okay kommt einer Adelung gleich.
hilfreich. WAF, Women Acceptance Factor, checked by Melinda, ausgezeichnet, besser geht's nicht. So liegen die neuen Fußmatten also nun in unserem Tesla und tun, was sie sollen, Schmutz abweisen. Und Melinda hat ihren Frieden mit den Dingern gemacht. Nur noch ab und an erwähnt sie die Velourmatten, die so viel angenehmer an den Füßen seien. Aber darüber sehe ich mit einem Lächeln hinweg. Bleibt am Ende nur noch ein Tipp für alle Shopbetreiber. Bitte vermeidet den Begriff Gummimatten. Vor allem, wenn es doch gar keine Gummimatten sind. Nennt sie doch High-End Superfaser Fußmatten 3000 oder sonst was wettbewerbsrechtlich gültig ist. Ein Teil der Kundschaft würde es sicherlich danken. Disclaimer: Stand Anfang Juli 2023 habe ich weder einen Sponsoring-Shopping-Partner, noch bin ich Affiliate-Partner bei Amazon, sodass ich davon profitieren würde, wenn ihr über einen Link von mir einkauft. That's the way it is. Lang lebe meine journalistische Unabhängigkeit. Meine Empfehlungen in diesem Video sind redaktioneller Art. Alle in diesem Video vorgestellten Produkte habe ich selbst erworben. Wenn ihr die eben vorgestellte Gummimatte oder Fußmatte erwerben wollt, so schaut unten in die Beschreibung dieses Videos. Dort habe ich alle Produkte verlinkt. Danke für die Aufmerksamkeit. Weiter geht's im Text. Oha, 10 Minuten sind bereits vergangen und ich bin immer noch bei Tipp 2. Wollen wir uns noch ein paar Tipps gönnen? Ich wechsle umgehend in den Insane Mode. Heißt ab jetzt nicht mehr als 30 Sekunden für jedes neue Produkt. Damit ihr die Kapitel leichter findet, setze ich Kapitelmarker, sodass ihr direkt springen könnt. Hier kommt Tipp Nummer 3. Eine Schutzfolie fürs Display, ähnlich wie beim Smartphone. Braucht man so etwas? Nun ja, das große Display des Tesla fällt in der Regel nicht runter. Aber die Display-Schutzfolie ist für mich dennoch in zweifacher Weise hilfreich. Erstens, sie minimiert die Zahl an Fingerabdrücken auf dem Display, die nach einer gewissen Zeit die Sicht beeinträchtigen. Und zweitens, wenn ich den Display-Inhalt für YouTube filmen möchte, spiegelt sich die Sonne mit Folie einfach weniger. Schutzfolien für den Tesla gibt es bereits für unter 20 €. Doch ich habe mich für ein Premium-Produkt von Spigen entschieden. Ein Anbieter, mit dem ich bereits bei iPhone-Schutzfolien gute Erfahrungen gesammelt habe. Kostet stattliche 35 €, hat aber jede Menge gute Bewertungen und einen sehr hilfreichen Rahmen zur Installation dieser doch recht großen Folie. Damit hat es bei uns problemlos geklappt. Uns war es das wert. Weiter zu Tipp 4. 4 kleine runde Scheiben, die man versehentlich für Eishockeypucks halten könnte. Wozu dienen die bei einem Tesla? Tatsächlich sind es Gummiauflagen, die man an 4 definierten Punkten unter den Tesla schiebt, wenn man den Wagen mittels Wagenheber anheben möchte. Warum das? Nun, unter dem Wagen befindet sich der teure Akku und wenn man den Wagenheber falsch ansetzt, könnte man die Akkuummantelung beschädigen. Braucht man das wirklich? Habe ich mich auch gefragt, denn wenn das so essentiell wäre, dürfte man doch annehmen, dass Tesla das von Haus aus mitliefern würde, oder? Das ist nicht der Fall. Kann man deshalb darauf verzichten? Ich weiß es nicht, aber die Vorstellung, dass ein unwissender Pannenhelfer seinen Hebel unglücklich ansetzt, gefällt mir so gar nicht. Und die 4 Pucks haben mich weniger als 15 € gekostet. Mir war es das wert. Die Dinger landen im Kofferraum und ich bin für den Fall der Fälle gerüstet. Weiter geht's zu Tipp Nummer 5. Eine Standardproduktempfehlung, die man bei YouTube allenthalben erhält. Organizerfächer für die Mittelkonsole und die Armlehne. Braucht man diese Dinger zwingend? Nein, aber sie sind enorm hilfreich, das übliche Chaos im Wagen zu ordnen. Man bekommt die Teile einzeln. Ich selbst habe mich für ein Set entschieden, denn das war günstiger. Aber der Reihe nach. Organizer Nummer 1 teilt die Mittelkonsole in einen oberen und einen unteren Bereich ein. Und das ist auch sinnvoll, denn die Ablage hat ohne Schublade eine enorme Tiefe, in der so manches verschwinden kann. Mit Hilfe der Schublade wird das Abteil also sinnvoll geteilt. Unten können weiterhin etwas größere Sachen verstaut werden. Oben finden kleinere Sachen wie Sonnenbrille, Stifte und Parkmünzen ihren Platz. Die Ablage kann man hin und her schieben. Das ist praktisch und vereinfacht den Zugriff. Grundsätzlich gibt es eine solche Einlage in 2 Ausführungen. Entweder mit einer samtartigen Oberfläche, ähnlich wie bei einem Schmuckkästchen, oder mit einer silikonartigen Oberfläche, die mir persönlich besser gefällt, da diese leichter zu reinigen und dem Augenschein nach etwas robuster ist. Eine ganz ähnliche Organizer-Schublade gibt es auch für die Armlehne. Auch diese teilt den vergleichsweise großen Raum in ein Ober- und ein Unterteil. Ich persönlich finde diese zweite Schublade durchaus sinnvoll, würde sie mir allerdings nicht mehr zwingend zulegen, da man diese Schublade stets entnehmen muss, wenn man den unteren Bereich erreichen will. Ein Schiebemechanismus hat hier keinen Platz. Zudem ist der Stauraum hier nicht so groß wie vorne bei der Mittelkonsole. Wenn man zum Beispiel eine Handtasche ablegen möchte, ist es sicherlich sinnvoller, keine Ablage zu installieren. Der dritte Organizer findet unter der Armlehne Platz. Hier hat Tesla, warum auch immer, eine Aussparung angelegt, die man mit einem solchen Ablageeinsatz nutzen kann. Einige sprechen auch von einem kleinen Geheimfach, das man hier nicht vermuten würde. Nun ja, vielleicht ein wenig weit hergeholt. Der Einsatz ist passgenau und wird mittels Klebestreifen in die Aussparung eingesetzt und fixiert. Per Druckmechanismus kann man das Ding öffnen. Aber es gibt auch andere Modelle mit einem Schieberegler. Sinnvoll? Durchaus.
Qualität eher mäßig, hochwertig sieht anders aus. Allerdings ist mir bei Sichtung aller verfügbaren Konkurrenzprodukte nichts über den Weg gelaufen, was wertiger ausschaut. Die Plastikoptik scheint obligatorisch. Das ist allerdings auch nicht weiter schlimm, man sieht's ja nicht. Komplettiert wird das Organizer-Set für Tesla-Cockpits durch einen Getränkehaltereinsatz. Dieser hilft, Flaschen und Getränkedosen besser zu fixieren und diesen Bereich einfacher zu reinigen, wenn denn mal etwas ausgelaufen sein sollte. Praktisch. Derartige Organizer plus Getränkehalter kann man bei etlichen Shops einzeln erwerben. Ich habe mich für ein Set entschieden, das mich knapp 40 € gekostet hat. In Summe war das günstiger. Weiter zu Tipp Nummer 6. Wenn man kleine Kinder in Kindersitzen chauffiert, dann kennt man das. Die Füße der Kinder baumeln nach vorne und die Rückwände der Vordersitze leiden darunter. Sicher, Schmutz kann man abwischen, aber die Rückseite der Tesla-Sitze sind aus einem lederartigen Kunststoff, an dem sich die Spuren der Kinderfüße gern dauerhaft verewigen. Um das zu verhindern, gibt es Schonbezüge für die Rückwand. Ja, ein Schonbezug für die Rückwand. Und ich kann den Widerspruch bereits hören. Wie kann man ein Auto nur so verschandeln? Grundsätzlich gebe ich auch recht. Ich bin selbst kein großer Freund von Schutzummantelungen aller Art. Weniger ist mehr. Das stimmt schon. Und was die Schoner für die Rückwände der Vordersitze angeht, war meine Frau auch sofort auf Zinne. Von wegen, haben wir jetzt etwa ein Taxi? Aber diese Schoner sind speziell fürs Tesla Model Y konzipiert. Stoff und Design passen sich den Stühlen 1:1 an, schützen die Rückwand und verschönern auch die Optik des Stuhls. Zugegeben, meine Frau hadert immer noch ein wenig mit den Teilen. WAF, Women Acceptance Factor, nicht so groß. Aber ich habe mich durchgesetzt. Die Installation war einfach. Kostenpunkt für das Zweier-Set rund 75 €. Womit wir auch schon beim nächsten Tipp, Nummer 7 sind. Die Rückwände der Vordersitze sind somit geschützt. Der Kofferraum hat eine eigene Matte. Fehlt also nur noch die Rückwand der hinteren Sitzreihe. Und auch die braucht einen Schutz? Nein, sicherlich nicht zwingend, aber wir transportieren hin und wieder größere Gegenstände. Und da wird die Rückbank dann umgeklappt. Und die kann man mittels einer solchen dreigeteilten Rückwandabdeckung schützen. Wie gesagt, braucht sicherlich nicht jeder, aber komplettiert den Gesamteindruck, da das Set mit den Rückenwandschonern der vorderen Sitze korrespondiert. Kostenpunkt unter 40 €. Somit weiter zu Tipp 8. Ein Tipp für alle Tesla-Fahrer mit Kindern bzw. mit Kindersitzen. Anders als bei unserem früheren BMW, dessen Sitze mit einem sehr strapazierfähigen Alcantara-Bezug versehen waren, erscheinen mir die Sitze des Teslas nicht so strapazierfähig. Das mag nicht stimmen und nur mein ganz persönlicher Eindruck sein. Ist aber so. Und Kindersitze haben mitunter Kanten, die sich gern in den Sitzbezug bohren oder ihn auch beschädigen. Das muss nicht passieren, aber es kann. Ich habe mich daher für ein Doppelset an Kindersitz-Schutzbezügen entschieden. Diese sieht man kaum, aber sie lassen mich nicht um die Sitze fürchten. Solche Bezüge gibt es in diversen Ausführungen, mit und ohne Rückenschutz. Je nachdem, ob man große Sitze oder nur eine Sitzschale verwendet. Kostenpunkt rund 30 € fürs Doppelset. Kommen wir zu Tipp Nummer 9. Die Vordersitze des Tesla Model Y stehen recht hoch, sodass sich darunter recht viel Stauraum bietet. Diese Kästen helfen, den Raum optimal zu nutzen. Vorteil, es purzelt nichts mehr wild durch die Gegend und man kann sehr leicht auf all die Sachen zugreifen, die man hier deponiert. Es gibt verschiedene Varianten zur Auswahl. Da gibt es zum einen die Kästen, die außen einen Filzstoff tragen und sich damit kaum vom restlichen Innenraum abheben. Wer möchte, kann diese Kästen auch mit einem entsprechenden Deckel bekommen, auf das man den Inhalt besser vor Blicken und Staub schützen kann. Alternativ gibt es solche Kästen auch aus Kunststoff, wie diesen hier von Spalgen. Vorteil, man kann sie leichter auswaschen und vielleicht schauen sie noch ein klein wenig schicker aus. Theoretisch kann man diese Boxen sowohl unter dem Fahrersitz als auch unter den Beifahrersitz reinschieben. Und das sowohl vorne als auch von hinten, sodass theoretisch 4 Kästen genutzt werden könnten. Wobei wir festgestellt haben, dass wir hinten keine Kästen einschieben wollen, da unsere Kinder gern ihre Rucksäcke im Fußbereich abstellen. Wichtig, ob und inwiefern sich die Kästen einschieben lassen, hängt auch von den verwandten Fußmatten ab. Unter Umständen können diese das leichte Ein- und Ausschieben verhindern. Preislich unterscheiden sich die Kästen durchaus. Unser Kunststoffkasten von Spalgen kostet rund 42 €. Ich habe allerdings auch ein Zweierset von Besonor für rund 60 € gesehen. Schnell weiter zu Tipp Nummer 10. Hinter der Mittelkonsole tut sich ein gewisser Leerraum auf. Man kann den Platz als zusätzlichen Fußraum nutzen oder um dort Taschen abzustellen. Wir nutzen den Platz für eine kleine Aufbewahrungsbox, in denen die Kinder ihre Trinkflaschen ablegen können. Wahlweise kann man diese Box zum Beispiel auch als Mülleimer nutzen. Kostenpunkt rund 40 €. Das ist ein wenig teuer, aber wir wollten bei einem Design bleiben. Etwas einfache Boxen gibt es auch schon für unter 25 €. Weiter zu Tipp Nummer 11.
Die Seitentaschen der Türen sind bei uns ein ständiger Abfalleimer, in dem alle erdenklichen Reste landen. Das kann man natürlich beim nächsten Reinigungsakt entsorgen, aber richtig sauber kriegt man die Taschen auf diesem Weg nicht. Mit den passgenauen Einsätzen hat das ein Ende. Einfach rausnehmen und unter Wasser waschen. Fertig. Kostenpunkt für diese Einsätze rund 30 €. Weiter geht's zum finalen Tipp, Nummer 12. An den Seiten des Kofferraums hat das Tesla Model Y sehr tiefe Ablagefächer. Dort ist jede Menge Stauraum versteckt. Wer hier auch mal feuchte Sachen verstauen möchte, ist mit den wasserdichten Kofferraumorganisern gut bedient. Denn die Kunststoffeinsätze kann man problemlos rausnehmen und abwaschen. Ein weiterer Vorteil, die Abdeckungen der Behälter fügen sich nahtlos ein. Die Übergänge zum Teppich sind kaum sichtbar. Kostenpunkt für unser Zweierset von Furby Boy rund 80 €. Der eine oder andere wird nun fragen, wo kriegt man diese Sachen? Dazu 3 Tipps. Wer es günstig mag, bestellt direkt bei AliExpress in China. Dort ist es vor allem günstiger als bei vielen anderen Anbietern. Nachteil, man wartet ein klein wenig länger und die Rückgabe bei Nichtgefallen mag zwar theoretisch möglich sein, aber praktisch. Variante 2, ihr bestellt bei einem der auf Tesla spezialisierten Online-Händler aus Deutschland. Vorteil, die besagten Teile erreichen euch schneller. Ihr habt einen Ansprechpartner hierzulande und ein Umtausch ist leichter umzusetzen. Kostet halt ein wenig mehr als direkt aus China. Oder Variante 3, ihr schaut euch auf Amazon um, sofern ihr denn nicht generell mit Amazon auf Kriegsfuß steht. Vorteil, schnelle Lieferung, leichte Umtauschmöglichkeiten, eine größere Auswahl. Gegebenenfalls gibt es auch Produkte von Markenherstellern und dennoch meist ein sehr günstiger Preis. Das waren meine 12 Zubehörtipps für Tesla-Dummies. Das nächste Mal beschäftigen wir uns mit einem Bonuszubehör, Radkappen. Klingt banal, war allerdings ein Husarenritt der besonderen Art. Dafür produziere ich ein eigenes Video. Bleibt die Frage des Tages, diesmal recht simpel. Welche Tipps habt ihr noch auf Lager? Welches Gadget ist eure persönliche Empfehlung? Ich freue mich auf eure Kommentare hier unter dem Video. Und wenn ihr zum ersten oder auch zum zweiten Mal sehen wollt, wie wir zu unserem Tesla gekommen sind, dann empfehle ich euch, dieses Video gleich im Anschluss noch einmal anzuschauen. In diesem Sinne, bis demnächst bei Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis.